Ja, wenn du dann jetzt bitte gehen würdest. Es sei denn natürlich, du bist inzwischen darauf angewiesen, anderen Leuten beim Fummeln zuzuschauen, um für deine Kosten zu kommen. Sie waren vor circa 3 Wochen hier zu Gast. Entschuldigung, ich bin... 3 Wochen? Nein, das kann gar nicht sein, da müssen Sie sich irren. No, ich irre mich nicht. Ich erinnere mich genau, Sie hatten Zimmer 13 mit dem jungen Mann. Vater, ich hatte dich doch gebeten zu gehen. Wir sind beschäftigt. Dein Verhalten ist nicht nur geschmacklos, es ist widerlich. Lass dich von dem Alten nicht stören. Manchmal muss er eben allen anderen zeigen, dass er moralisch ganz weit über allen steht. Wir sind beeindruckt. Eigentlich bin ich hierher gekommen, um mich für meinen vorschnellen Verdacht zu entschuldigen, aber unter diesen Umständen. Moment. Mein Vater hatte mir doch tatsächlich unterstellt, ich hätte meine Frau absichtlich die Treppe runtergestoßen. Was sagst du denn dazu? Tja, wie du siehst, sind mir an deine Entschuldigung nicht interessiert. Wenn du also jetzt die unnachahmliche Güte hättest, uns zu verlassen, dann könnten Olivia und ich endlich das tun, wonach uns schon lange gelüstet. Tiefer kann man nicht sinken. Einen Moment, bitte. So, jetzt bin ich wieder da. Hallo, haben Sie bei uns ein paar Ohrringe, wie sagt man, liegen verlassen? Kleine silberne Stecker mit einem niedlichen Edelstein in die Mitte? Ich war gar nicht in Paris. Ah, doch, Sie waren in die 6. September mit Ihrem Freund. Hallo, Madame, sind Sie noch in die Apparat? Ja, natürlich. Natürlich. Ah, ich spreche doch mit Madame Sarah Hoffmann. Nein, Sie haben sich verwählt. Wenn Sie mir jetzt bitte die Gasdame zeigen könnten. Ja, natürlich. Sie schläft. Vielleicht hast du ja Glück und du kannst sogar ein bisschen arbeiten. Sie wacht bestimmt nicht so schnell auf. Ist alles okay? Was du eben gesagt hast. Lars, ich will mich bestimmt nicht einmischen. Aber wir wissen nicht erst seit gestern, dass dich und Susanne mehr verbindet als nur Freundschaft. Warum wollt ihr warten? Warum Zeit verschwenden? Probiert's aus. Werdet glücklich miteinander. Ich finde es ja nett, dass du dir Gedanken machst. Aber meinst du nicht, du solltest das uns überlassen? Psst. Ich wollte euch nur helfen. Über meine Gefühle für Susanne rede ich nur mit Susanne, nicht mit dir. Dich geht das überhaupt nichts an, okay? Also dann? Psst. Mach dir keinen Stress. Ist nicht schlimm, wenn du sie eine halbe Stunde später abholst. Tschüss. Tschüss. Was ist denn los mit dir? Nix. Prüfungsangst? Sarah. Sarah? Ich denke, sie ist mit Gregor und Venedig. Sarah hat mich gebeten, bei ihr in der Wohnung zu bleiben und den Heizungsmonteur reinzulassen. Und dann hat das Telefon geklingelt. Ein Anruf aus Paris. Sie haben Ohrringe gefunden. Und angeblich hat Sarah dort vor 3 Wochen die Nacht verbracht. Mit einem Mann. Sarah und Gregor waren in Paris? Davon weiß ich ja gar nichts. Der Hammer kommt erst noch. Erst gestern hat sie behauptet, dass sie seit einer Ewigkeit nicht mehr in Paris war. Obwohl sie erst vor 3 Wochen da war. Ja, und wenn du irgendwas falsch verstanden hast? Wenn ich an meine Französischkenntnisse denke. Die Frau hat Deutsch gesprochen. Sie hat es jedenfalls probiert. Also da komme ich jetzt nicht mehr mit. Natürlich. Das erklärt auch ihr merkwürdiges Verhalten. Als wir gestern über Paris gesprochen haben, da war Sarah so komisch. Ich hatte fast das Gefühl, als wollte sie ganz schnell das Thema wechseln. Als wäre es ihr irgendwie unangenehm.
Also Sarah und Gregor waren in Paris. Und ihr ist es peinlich, darüber zu reden. Ja, und was sagt uns das? Sarah war nicht mit Gregor in Paris. Das wüsste ich auf jeden Fall. Ja, aber mit wem denn dann? Du meinst... Es sieht ganz so aus, als hätte Sarah Gregor 3 Wochen vor der Hochzeit betrogen. Was willst du jetzt unternehmen? Ja, erstmal muss ich Ansgar holen. Alles andere wird sich... Oh, wie nett. Die beiden wollen uns sicherlich zum Tee abholen. Ich hoffe, da gibt's auch was zu essen. Wir beide haben gerade jede Menge Kalorien verbraucht, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich muss dich kurz sprechen. Ach, du willst Details? Ja, gern. Da gibt's jede Menge zu erzählen. Ich gehe schon mal nach oben. Ach, Inga, räumen Sie doch bitte die Suite auf, ja? Und bringen Sie neues Obst nach oben. Natürlich, Herr Graf. So. Und wir beide machen jetzt einen kleinen Spaziergang zu den Stallungen. Kommst jetzt bitte, es ist wirklich wichtig. Mit Verlaub, Vater, du kannst ganz schön nerven. Kommst du dann bitte allein? Olivia kann deine Gardinenpredigt ruhig mit anhören. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Ich möchte dich trotzdem allein sprechen. Ihr könnt mich aus der Holding werfen. Von den wichtigen Entscheidungen ausschließen. Aber was ich auf dem Schloss tue, ist immer noch meine Sache. Wenn ihr mich loswerden wollt, müsst ihr mich schon auf die Straße setzen. Aber ich fürchte, dazu fehlte der Mumm. Dein Mumm. Dein Mumm, den wirst du gleich brauchen, mein Junge. Ah. Ja, bitte. Schröder, Kriminalpolizei Düsseldorf. Wenn Sie uns bitte aufs Präsidium begleiten würden. Die Herren möchten dir ein paar Fragen zu Nathalies Treppensturz stellen. Ja. Nach Ihnen. So, jetzt bist du wieder eine richtige Lady. Ja, genau, das hat mein Mandant gestern auch gesagt. Ich habe ihm klargemacht, dass wir damit vor Gericht nichts erreichen. Ach so. Du meinst, der Richter lässt sich davon beeindrucken? Naja, ein Versuch wär's wert. Du wärst bestimmt mal eine ganz gewiefte Juristin. Dann steckst du den Papa ganz locker in die... Ah, hallo Susanne. Lars, ich wollte nur das Hochzeitsgeschenk für Sarah und Gregor abgeben. Komm noch rein. Eigentlich habe ich gar keine Zeit. Oh, ich hatte gehofft, dass du mir vielleicht die Kleine mal abnimmst. Dann könnte ich mir schnell was zu essen machen. Ich habe einen höllischen Hunger. Aber dann gib sie Hier. mir mal. Möchtest du auch einen Kaffee und ein Käsesandwich? Oh, gerne. Na, du süße kleine Maus. Und du erzählst mir jetzt mal, was dein Papa den ganzen Tag so mit dir gemacht hat. Hm? Wart ihr denn heute eigentlich schon mal im Park? Was war das denn gerade? Ansgar ist auf dem Polizeipräsidium? Ja, es geht noch mal um Nathalies Treppensturz. Aber ich denke, das war ein Unfall. Ja, natürlich. Trotzdem, die Polizei hat noch einige Fragen. Ja, Moment mal, irgendjemand muss Ansgar doch angezeigt haben. Du sagst es, Leonard. Nathalie? Was hat sie sich denn dabei gedacht? Offenbar hielt sie das für eine angemessene Reaktion. In dem Fall sollte Ansgar am besten sagen, wie es war. Ohne was zu verschweigen. Auch nicht den Streit. Ja, mit der Wahrheit fährt man wirklich am besten. Das trifft natürlich auch auf dich und Jana zu. Das kann irgendwie gar nicht sein. Die muss da was verwechselt haben. Sie sagte, das war der 6. September.
Also vor 3 Wochen. An dem Tag war ich doch mit Sarah im Kino. Nein, das war die Woche davor. Warte mal, an dem Abend haben wir doch DVD geschaut. Nico, du und ich. Und Sarah war in Berlin bei irgend so einem Uni-Treffen und ist dort über Nacht geblieben. Das weißt du noch so genau? Ja, hör mal, es war für uns ein Feiertag. Jana Brandner hatte endlich mal wieder Zeit für einen Frauenabend. Naja, ganz so ist es ja auch nicht. Ich verbringe am liebsten jede freie Minute mit Leonhard. O-Ton. Und Leonhard war auch unterwegs bei so einem Klassentreffen. Was denn? Es war so. Er hat dich nämlich angerufen, um dir zu sagen, dass er über Nacht bleibt. Leonhard und Sarah. Das kann ja nur ein Zufall sein. Vielleicht solltest du Jana auch einfach sagen, wie alles war. Und nichts verschweigen. Dass du mit Sarah in Paris warst, was dort passiert ist. Oder bist du dir überhaupt nicht mehr sicher, ob du sie noch heiraten willst? Doch, natürlich. Aber ich habe darüber nachgedacht, was du mir gesagt hast. Und inzwischen glaube ich das auch. Ich will meine Ehe nicht auf einer Lüge aufbauen. Und dann wurde er von 2 Kripo-Beamten abgeführt. Er hat ein Gesicht gemacht, als hätte man ihm sein Lieblingsspielzeug weggenommen. Er hat also nicht damit gerechnet, dass Nathalie ihn anzeigt? Kein Stück. Sehr schön. Hat er seine Frau wirklich die Treppe runtergestoßen? Was weiß ich war ja nicht dabei. Naja, Nathalie hat ihm doch bestimmt erzählt, was genau Also wenn passiert. es eines gibt, was ich mehr hasse als mittelmäßigen Whisky, dann sind das dumme Fragen. Erzählen Sie mir mal lieber, was es sonst noch an Neuigkeiten gibt im Hause Lahnstein. Nächste Woche heiraten Jana und Leonhard. Tatsächlich? Ja, und ich bin nicht eingeladen. Aber das lasse ich mir nicht bieten. Ich werde schon irgendeinen Weg finden. Tun Sie das, aber rechnen Sie nicht mit meiner Mithilfe. Hochzeiten haben mich schon immer kalt gelassen. Obwohl die Hochzeiten im Hause Lahnstein ja angeblich etwas ganz Besonderes sein sollen. Hast du das gesehen? Was? Sie hat mich angelächelt. Wieder Papa. Ein echtes Wunderkind. Du freust dich eben, wenn du mich siehst, hm? Ich will dich ja nicht enttäuschen. Aber kleine Kinder lächeln erst ab dem 2. Monat. Sophia ist eben ein ganz besonderes Kind. Mit einem ganz besonderen Engelslächeln. Ja, so nennt man diesen Reflex. Also sie würde dich auch anlächeln, wenn du ihr eine angemalte Melone vor die Nase hältst. Engelslächeln? Haben das eigentlich nur Kinder? Ich weiß nicht. Was meinst du? Ich glaube, der Kaffee müsste schon durch sein. Was hast du denn auf einmal? Carla sieht das bestimmt ganz anders. Wenn wir jetzt wirklich... Ich meine, das wäre wahnsinnig kompliziert. Oder ein Problem. Was sieht Carla anders? Na, wie geht's dir heute? Abgesehen davon, dass mir alle Knochen wehtun. Warte einfach ein paar Tage ab, dann geht's dir wieder besser. Jedenfalls hast du großes Glück gehabt. Sag mal, glaubst du eigentlich wirklich, dass Ansgar dich mit Absicht die Treppe runtergestoßen hat? Ich war etwas irritiert, als ich erfahren habe, dass du ihn angezeigt hast. Er hasst mich, Leonhard. Er hasst mich abgrundtief. Also den Eindruck habe ich ehrlich gesagt ganz und gar nicht. Ansgar war gestern Abend sogar noch hier und hat sich nach dir erkundigt. Ich glaube wirklich, dass er sich große Sorgen um dich macht. Ansgar war hier. Warum hast du mir das nicht gesagt? Weil er mich darum gebeten hat. Hör zu, Nathalie. Wenn du mich fragst, Ansgar liebt dich immer noch. Auch wenn er es dir nicht immer zeigen kann. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich mich einmische, aber ich habe zufällig gehört, was Sie gerade über Ihren Bruder gesagt haben. Ich kann Ihnen sagen, warum er hier war.
Aus schlechtem Gewissen, nur darum. Weil er nämlich genau weiß, dass er Mist gebaut hat. Na, zum Glück kenne ich meinen Bruder schon ein paar Tage länger als Sie. Und deshalb weiß ich auch, dass Sie gerade Quatsch verzapfen. Ich schaue besser später nochmal nach dir. Ach, übrigens, alles Gute zu Ihrer Hochzeit. Wann findet das große Ereignis denn statt? Hallo, Schatz. Wie geht's dir? Hast du noch Schmerzen? Vielleicht war es doch ein Fehler, Ansgar anzuzeigen. Hat dir das Leonard, dein feiner Graf Doktor, angeredet? Adrian, es war eindeutig ein Unfall. Du hast die einmalige Gelegenheit, ihm zu beweisen, dass du nicht mehr die dumme, kleine Natalie bist, die sich das alles gefallen lässt. Zeig ihm endlich, was in dir steckt. Ich habe morgen einen ehemaligen Treffen mit meiner Abschlussklasse aus dem Internat. Das weißt du erst jetzt? Das ist aber ein bisschen kurzfristig. Die Einladung ist schon vor 14 Tagen raus. Ich habe sie nur nie gekriegt. Gib's zu, du hast dich in Berlin haufenweise mit Döner vollgestopft, stimmt's? Ich glaube, es lag eher an den Leuten, mit denen ich zusammen war. Besonders einer. Große Klappe, aber wenn es drauf ankam, Schwanz anziehen. Susanne. Hallo. Holst du Sophia ab? Mhm. Ja, dann. Ach, Carla. Lars hat mir übrigens erzählt, was du zu ihm gesagt hast. Über ihn und mich. Warum tust du das? Es war nur gut gemeint. Was mit Lars und mir ist, geht dich nichts an. Und auch wenn es dir jetzt nichts mehr ausmacht, wenn ich eine neue Beziehung eingehe. Ich glaube nicht, dass ich dein Okay dazu brauche. Warte bitte. Ansgar, du bist zurück vom Präsidium? Wie war's? Großartig. Vor allen Dingen der Kaffee aus diesen Thermoskannen vom Feinsten. Ich rede vom Verhör. Tja, das hat wohl leider nicht gereicht, um mich da zu behalten. Ach, Ansgar, bitte. Na, was denn? Der möchte jetzt wieder in Gewahrsam und könnte der Familie keine Schande mehr machen. Können wir beide wenigstens für einen Moment wie vernünftige Menschen miteinander sprechen? Was ist wirklich zwischen dir und Natalie passiert? Aber Vater, ich bitte dich, das weißt du doch. Ich habe sie mit voller Absicht die Treppe runtergestoßen, einfach nur, weil ich ein gefühlskaltes Monster bin. Nun, wir wissen alle, dass du hin und wieder die Beherrschung verlierst. Ich bitte dich, wenn ich jedes Mal dabei einen Menschen umbringen würde, wäre es mittlerweile ziemlich einsam auf Königsbrunn. Meinst du nicht? Ansgar, ich frage dich jetzt zum allerletzten Mal. War es Absicht oder nicht? Nein. Gut. Ich glaube dir. Großartig. Das nützt mir nur leider nicht viel. Die Polizei glaubt nämlich Natalie. Sie muss ihre Version ziemlich überzeugend vorgetragen haben. Was das für mich bedeutet, kannst du dir ja vorstellen. Ich sitze wieder richtig tief in der Scheiße. Ich hätte nie gedacht, dass sie in ihrem Hass auf uns auch noch so weit gehen würde. Das ist ja auch nicht Natalie. Das ist Degenhardt. Natalie ist dabei nur sein willfähriges Werkzeug. Was hast du jetzt vor? Ich knöpfe mit diesem Bastard vor, verlass dich drauf. Und vorher kriegt Natalie, was sie verdient. Ich wollte euch einfach nur sagen, dass ich euch nicht im Weg stehen werde, wenn... Also, ich werde nicht verhindern, dass ihr zusammenkommt. Carla. Ich weiß, ihr habt darüber noch nicht nachgedacht. Aber ich kann nicht mehr sagen, als dass es mir leid tut. Ich habe wahrscheinlich einfach zu voreilig reagiert. Ist doch okay jetzt. Es ist die ganze Situation. Wir sind getrennt. Du bist der Vater von Sophia. Ihr beide empfindet was füreinander. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich irgendwas tun muss. Ja, das kann ich ja verstehen.
Ich finde, wir drei haben es im Moment nicht sehr einfach. Genau. Und deshalb schlage ich vor, wir konzentrieren uns auf das, was wirklich wichtig ist. Zum Beispiel, dass die kleine Dame gewickelt werden möchte. Oder dass sie Hunger hat. Und zwischendurch auch mal ein bisschen spielen will. Ich übernehme gerne Part 1. Deine Eltern machen sich das Leben schon wirklich schwer, hm? Oh, ich finde trotzdem, dass du es ganz gut getroffen hast mit uns dreien. Leonard, Was ist denn hier los? für meinen gestressten Oberarzt, der sich nach der Arbeit unbedingt ein bisschen entspannen muss. Mein Gott, du bist ja total verrückt. Nein, verliebt. Jana, ich muss mit dir reden. Aber zuerst probierst du was, ja? Es ist wirklich wichtig. Ja. Die ist unglaublich, oder? Und wenn wir uns erst mal satt gegessen haben, Ich muss dir wirklich was Wichtiges sagen. dann möchte ich nur noch an schöne Dinge denken. Und mit dir den Abend genießen. Zum Reden haben wir noch genug Zeit. Unser ganzes Leben lang. Ich liebe dich nicht mehr. Was? Es tut mir leid, aber ich kann es nicht ändern. Ich liebe Sarah. Sie ist meine ganz große Liebe. Warst du mit ihr in Paris? Wir haben endlich erkannt, dass wir zusammengehören. Für immer. Aber das könnt ihr nicht. Das dürft ihr nicht. Ihr seid Geschwister. Das ist doch vollkommen egal. Wir lieben uns. Ich kann dich nicht heiraten. Das wäre eine einzige Lüge. Leonard. Jana? Leonard, tu das nicht. Du darfst mich nicht verlassen. Versprich mir das. Ich liebe dich so sehr.